Unsinn. Smells, Gerüche. Sounds, Geräusche. Gewisse Geschmäcke. Und die nächste Nummer ist Yurukira, Zivilcourage. Freebies oder Bonusgeschenke, Omake. Saisonell bedingte Gerichte, Süßigkeiten, Drinks und ähnliches. Kundenservice. Und Nummer 1 von den Dingen, die ich auf jeden Fall vermissen würde, sind... Hey guys und hallo Leute, ich bin's, Catty Cat, dieses Mal auf Deutsch. This time I'm going to be talking in German, so don't forget to switch on the English subtitles so you understand what we're talking about. And today's topic, unser Thema heute, ist Dinge, die Deutsche in Japan vermissen. Und ich denke, viele von euch, auch wenn ihr nicht aus Deutschland seid, werdet vielleicht die gleichen Ideen haben. Also, was werden wir vermissen? Lasst es uns herausfinden. Yoroshiku onegai shimasu. Nummer 10. Onsen. Die heißen Bäder und die heißen Quellen Japans sind einfach etwas Unvergleichbares. Und obwohl wir ähnliche Dinge in Deutschland haben, ist es in Japan doch nochmal ganz anders. Zugegebenermaßen haben wir in Deutschland ja auch, eine Badekultur. Und dort haben wir heiße Quellen, aber generell zieht man da was an. Oder wir haben eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, in Deutschland fast noch mehr Freizügigkeit als in Japan. Heißt, in gewissen heißen Quellen, Thermalbädern oder Stränden sind Männer und Frauen gemischt nackig. Nun, was vermisse ich denn jetzt genau? Ich glaube, der Fakt, dass man in dem richtig schönen, heißen Wasser gemeinsam mit einer Freundin vielleicht sitzt und sich unterhält und man kann mal so richtig entspannen und loslassen und man muss sich auch keine Sorgen machen, dass da irgendwer guckt. Ich finde das persönlich ein bisschen entspannender als gemischte Thermalbäder und ähnliches. Und was auch so schön ist in japanischen Quellen ist, dass man Ausblick hat. Nur in Japan gibt es das. Ihr sitzt auf der Spitze eines Berges in einer natürlichen heißen Quelle. Um euch herum ist ein japanischer Garten und ein paar japanische Frauen. Und ihr sitzt da mit eurer besten Freundin und ihr entspannt. Ihr lasst einfach los im heißen Wasser. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass da irgendjemand rein oder rauf guckt. Denn die sind generell so gemacht, dass alles getrennt ist und dass man nicht reingucken kann. Heißt, ihr könnt doppelt relaxen, überhaupt keine Sorgen, lasst alles los und es ist einfach so schön. NEXT. Nummer 9. Smells. Gerüche. Wie ihr wisst, bin ich ein bisschen eine Katze und ich schnüffle an verschiedenen Dingen und in Japan gibt es Gerüche, die erlebt ihr nirgendwo anders auf dieselbe Art und Weise. Die Art, wie Tokio im Sommer riecht. Schlecht und gut. Oder einfach, wenn man in ein Zimmer reinkommt und der Tatami riecht so frisch. Oder gewisse Blumen, die zu gewissen Zeiten blühen. Zum Beispiel in letzter Zeit nachts gibt es eine Blume, die nachts blüht. Die riecht wie frische Aprikosen, süße Aprikosen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie sie aussieht. Wie sieht sie aus? Gerüche sind so verbunden mit Erinnerungen, dass wir uns eigentlich an gewisse Sachen noch viel besser erinnern, wenn wir dabei sind. Heißt, Gerüche sind etwas wirklich Japan-typisches. Das würde ich auf jeden Fall vermissen, falls ich gehe. Nummer 8. Sounds, Geräusche. Das Leben in Japan wäre nicht das gleiche ohne die Geräusche, die so typisch für Japan sind. Zum Beispiel dieses sanfte Geräusch von, wenn die Schiebetüren im Nachbarzimmer geöffnet oder geschlossen werden. Oder die süßen, teilweise verrückten Geräusche, die Maschinen machen. Oder die Jingles für die Züge, die hier in Japan sind. All das bildet das Gesamtbild. All das macht das Leben in Japan aus, finde ich. Und genau diese Geräusche, selbst wenn man in den Konbini rein oder raus geht oder wenn man irgendeine Show sieht, es gibt so viele Sachen, die Geräusche machen. Manchmal sogar der Automat, wo man sich ein Ticket kauft. Und das würde ich irgendwie vermissen. Ein paar sehr spezifische Geräusche sind, for example, wenn man abends in der Stadt rumgeht und auf einmal das Geräusch hört, Gyoza. Da gibt es kleine Wegen, die rumgehen und Gyoza oder manchmal Kartoffeln und ähnliche Dinge verkaufen, die in einem kleinen Wagen in der Gegend rumfahren. Diese Geräusche oder, ganz extrem, habe ich neulich erst gehört, morgens in der Früh kam ein Auto vorbei, das uns alle gewarnt hat, dass wilde Bären draußen sind. Natürlich jetzt nicht in Tokio, aber auf dem Land, dass wilde Bären draußen sind. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie spazieren gehen. Hey, only in Japan.
210. Nummer 7. Gewisse Geschmäcke. Tastes. Wenn ich euch eine Liste geben würde über all die Geschmäcke und Geschmackssorten von all den Gerichten, die ich hier liebe, würden wir gar nicht aufhören. Aber der Punkt ist, dass es gewisse Geschmackstypen hier in Japan gibt, die wir in Deutschland in unserer Küche einfach nicht haben. Bevor ich das erste Mal nach Japan gekommen bin, dachte ich, ich habe schon alles durch. Das erste Mal, als ich dann hier in Japan war, dachte ich mir, hey, es gibt so viele neue Sachen, die kenne ich noch gar nicht. Und wir reden hier nicht von rohem Fisch oder Sojasauce und Ähnlichem, sondern von gewissen Umami-Typen. Der neue Geschmackstyp, der gefunden wurde, ist, der einfach in gewissen Sachen drin ist. Sei es Bier, gewisse Gerichte. Es gibt ein ganz anderes Geschmackserlebnis, wenn man hier lebt. Und man kann das so richtig genießen. Allerdings so auf dieselbe Art und Weise würde ich das in Deutschland nicht kriegen. Heißt, dieser satisfying, fulfilling, dieser wunderbare Effekt von Umami, den würde ich so easy gar nicht in Deutschland kriegen. Nun, und die nächste Nummer ist Yurukara. Yurukara sind süße Charaktere. Nun, ich mag süße Sachen total gerne und man kann sehen, dass ich die Kawaii-Kultur wirklich sehr gerne habe. Und darunter befinden sich eben auch die Yurukara, kleine Charaktere, die gewisse Präfekturen haben, die gewisse Businesses hernehmen und sogar die Polizei, die Feuerwehr und Banken haben ihr eigenes kleines Maskottchen. Diese verspielte Leichtigkeit in Japan mit den kleinen Charakteren ist nur so ganz im Kontrast zu Deutschland, wo wir doch sehr, sehr früh versuchen, erwachsen zu werden und ernst zu sein. Und es ist ganz selten, dass man jemand noch Plüschis zu Hause hat oder dass man kindische Sachen in Deutschland aufbewahrt. Wir sind doch wirklich ein sehr ernstes Völkchen, aber genau diese Verspieltheit hilft eigentlich in Japan beim Alltag. Viele von den Maskottchen zeigen uns ähnlich wie ein Logo, wo das Maskottchen dazugehört. Und wenn man irgendwo innerhalb von Japan reist, kann man vielleicht Geschenke mit dem Maskottchen drauf kaufen. Und es wird nicht als was Kindisches gesehen, sondern eher als was Spaßiges, was es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, sowas würde ich vermissen. Wir Deutschen sind so ernst. Nummer 5. Social Morale. Zivilcourage. Es gibt ein paar Dinge, die sind in Japan möglich, die ich nirgendwo else auf der Welt gesehen habe. Nirgendwo anders konnte ich das sehen. Und die sind alle Link zur Zivilcourage, wie die Menschen miteinander umgehen, wie umsichtig die Menschen sind und wie sehr sie eigentlich auf ihr Umfeld achten. Die Zivilcourage in Japan ist so hoch, dass viele Dinge, die in Deutschland vielleicht gar nicht möglich wären, in Japan einfach gut funktionieren. Heißt, man stellt sich an, wenn man in den Zug geht, man drängelt sich nicht vor in einer Schlange. Ähnliche Dinge, die uns eigentlich auch generell stören und weitere Dinge, die mich sehr überrascht haben. Manche Leute haben wunderschöne Blumen und ähnliche Sachen auf der Straße als Deko für andere, für die Gemeinschaft und keiner macht die kaputt und keiner schmeißt die irgendwie betrunken in der Gegend rum. Es bleibt einfach da. Keiner klaut was. Wenn ein Geschäft aufmacht, haben die manchmal, bevor das Geschäft öffnet, schon die Waren geliefert bekommen. Und keiner kommt und klaut die ganzen Dinge und man sagt, hey, ich kann es jetzt einfach machen. Die bleiben einfach da. Ja, wieder mal, nochmal ein großer Punkt, ein großer Gewinn für die Zivilcourage. Man pöbelt Leute, die man nicht kennt, auf der Straße oder im Zug nicht an. Man regt sich nicht über andere Leute auf, die man nicht kennt auf der Straße, weil sie irgendwas tragen, was einem nicht gefällt. Japan ist sehr Leben und Leben lassen, heißt, ich habe mein Leben, du hast dein Leben und wir müssen uns gegenseitig das Leben nicht schwer machen. Manchmal denkt man um die Leute um sich herum besser. Heißt, sieht das so aus, als würde ich jetzt diese Person stören? Bin ich vielleicht zu laut im Zug? Oder stehe ich dieser Person im Weg? Ähnliches. Man denkt mehr um das Umfeld, um die Menschen um einen herum. Und das macht das Leben so viel einfacher. Auf Englisch, this is why we can have nice stuff. Und es würde funktionieren, wenn mehr Leute einfach so denken würden, aber es scheint einfach nur in Japan zu funktionieren. Ach, bin ich neidisch. Das würde ich so vermissen. Nummer 4. Freebies oder Bonusgeschenke. Omake. In Japan bekommt man sehr oft, man kann was gewinnen, man kriegt ein kleines Geschenk dazu oder man kauft eigentlich manche Dinge schon für das kleine Freebie, das kleine Bonusgeschenk. Zum Beispiel hier kauft man das weniger wahrscheinlich wegen der Süßigkeit, die man kriegt, sondern eher wegen dem Sticker, der dabei ist. Aber manchmal ist es auch so, dass man dasselbe Getränk, was man im Geschäft kriegt und was man sowieso jeden Morgen kauft,
an gewissen Wochen zusammen mit einem Getränkehalter bekommt oder mit einer Figur oder mit irgendwas extra, was man hinstellen oder verwenden kann. Und manchmal, wenn man 3 verschiedene Sachen im Convenience Store kauft, kriegt man dazu vielleicht ein kleines Büchlein oder ähnliche Sachen. Heißt, man hat eigentlich immer ein bisschen Spaß, man kriegt ein bisschen was extra und man hat das Gefühl, dass man ja, ein bisschen was gewonnen hat. Und genau, jeder mag gewinnen. Wir alle mögen gewinnen und wir alle mögen unsere Freebies. Tada! Shinobu. Natürlich erwischen die mich dann oft dabei, dass ich irgendwas kaufe, was ich vielleicht im Endeffekt gar nicht brauche. Aber manchmal sind die Freebies einfach so süß, dass man es dann im Endeffekt doch macht. Weird seasonal drinks, sweets, snacks are our number 3. Auf Deutsch saisonell bedingte Gerichte, Süßigkeiten, Drinks und ähnliches. Japan weiß, wie man die Benutzer, die Käufer glücklich stimmt. Heißt es in Form wie gerade erwähnt kleinen Extras und Bonuses, die man kriegt, oder verschiedene Geschmackssorten, die man kaufen kann. Heißt in jeder Saison, fast jeden Monat gibt es ein neues Ding, eine neue Geschmacksrichtung, irgendwas, was man ausprobieren kann. Oft sind es Getränke, manchmal sind es Potato Chips mit ganz komischen Geschmackssorten und es wird einem nicht langweilig. Ich hatte schon mal Cola, die nach Chips schmeckt und Chips, die nach Cola schmecken. Es ist immer irgendwas Neues und selbst wenn es vielleicht nicht ein besonders guter Geschmack ist, kauft man es irgendwie trotzdem, denn man ist ja neugierig und es wird einem somit nie langweilig. Wenn ihr diese Ausschrift hier, Kisetsu Gentei, seht, wisst ihr, das ist limitiert auf eine kurze Zeit. Und wir haben jetzt hier Ise Japanese Shrimp, sozusagen Lobster, japanischer Lobster, als Spezialpackung heute gefunden. Da hat der Direktor gefunden im Convini. Probieren wir das doch mal aus. Da haben sie uns erwischt. Das riecht aber auch schon ganz schön nach Knofi. Aber seht ihr, sie haben uns dabei erwischt. Wir haben es uns gekauft, denn wir sind neugierig. So erwischt man die Kunden. Ah. Das schmeckt total komisch, aber man schmeckt im Nachhinein so ein bisschen den Lobster raus. Und jetzt werde ich ganz schön nach Knofi riechen. Aber schlecht ist es eigentlich nicht. Kimi no na wa? Irashaimase! Nummer 2, Customer Service, Kundenservice, der nun wirklich sehr gut in Japan ist. In Deutschland sagt man ja manchmal, der Kunde ist König. Puh, vergesst, der Kunde ist König. Hier in Japan sagt man, Okyakusama wa Kami-sama, der Kunde ist Gott. Es geht nochmal viel extremer und hier sind viele Geschäfte einfach sowas von top, was den Kundenservice angeht. Das habe ich nirgendwo sonst auf der Welt auf die Art und Weise gesehen. Selbst im Convenience Store oder wenn man in ein Restaurant geht, alles ist top. Meistens werden noch nicht mal Getränkgelder oder ähnliches verlangt für richtig guten Service, denn der hier ist in Japan selbstverständlich. So dann, ja. Das heißt natürlich nicht, dass ihr das so selbstverständlich sehen sollt, dass ihr eigentlich kein Gefühl der Dankbarkeit mehr drin habt, aber es wird hier einfach als selbstverständlich angesehen. Und wenn man schon ein ganz normales Szenario durchgeht, heißt, ihr geht in einen Convenience Store, die sind ja fast an jeder Ecke hier, man kommt rein und das allererste ist, man wird begrüßt. Irashaimase ist das allererste. Wenn man dann irgendwo stecken bleibt und nicht weiß, was es ist, wird generell gefragt, was ist. Aber wenn man dann zur Theke kommt, kommen dann die verschiedenen Schritte, die es gibt. Es wird zum Beispiel gefragt, haben Sie eine Kundenkarte? Okay, dieses Gericht, was Sie jetzt haben, darf ich das für Sie aufwärmen? Möchten Sie dazu eine Tüte haben? Kann ich Ihnen noch das dazulegen? Möchten Sie vielleicht Essstäbchen dazu? Möchten Sie ein kleines Handtüchlein, mit dem man sich die Hände abwischt dazu? Man kriegt eigentlich ganz viele Sachen schon fast ganz natürlich mit. Manchmal wird man noch nicht gefragt und hat auf einmal Essstäbchen und alles Mögliche in der Tüte. Es wird darauf geachtet, dann wird das Geld, was dann kommt, das Wechselgeld, vorgezählt, damit man genau sieht, wie viele Scheine da jetzt sind. Und dann die Münzen ganz vorsichtig in die Hand reingelegt. Diesen Kundenservice, er ist top in Japan. Viele, die Japan mal kurz besucht haben, finden es total toll. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, ist es manchmal ein bisschen hart, zurück nach Deutschland zu kommen, wo es doch ein bisschen schroffer abgeht. Njum. Njum. Und Nummer 1 von den Dingen, die ich auf jeden Fall vermissen würde, sind Dagashia.
Erinnert ihr euch noch, wenn ihr vielleicht in der Bäckerei wart und euch eine kleine Süßigkeit gekauft habt für 10 Cent, vielleicht eine kleine Zuckerschnecke oder ähnliches? Diese 10 Cent Süßigkeiten in Japan haben ein eigenes Geschäft und das ist generell eine Dagashiya. Heißt, das ist normalerweise ein klitzekleines Geschäft, in dem ein alter Mann oder eine alte Frau sitzen und rundherum sind diese Süßigkeiten, die sich Kids leisten können für 10 Cent, 20 Cent. Wirklich kleine Preise, die junge Kinder mit ihrem Taschengeld kaufen können. Und diese Dagashiya sind so ein Zeichen, das so alles zusammen verbindet, was ich an japanischer Kultur mag. Jetzt fangen wir erstmal an mit den Süßigkeiten, die hier sind. Generell kostet das so 10 Cent, manchmal 20 Cent, manchmal sogar nur 5 Cent. Es ist wirklich ein Preis, den sich Kinder leisten können. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die ältere Generation, die natürlich, ja, alte Menschen lieben das mit Kindern, dass Kinder da sind und möchten Kinder fröhlich machen und Kinder finden das toll, dass da ein Geschäft ist, mit dem sie sich was von ihrem Taschengeld leisten können. Und es zeigt dann ein großes Stück über die Umsichtigkeit von japanischer Kultur. Außerdem, ich glaube, als Kind wird man dann nie den Geschmack von den ganzen Sachen vergessen. Mittlerweile gibt es leider weniger Dagashiya-Geschäfte mit alten Menschen. Diese Süßigkeiten sind mittlerweile so populär, dass man sie im Supermarkt und Konbini auch kaufen kann, was eigentlich so ein bisschen das System nicht zerstört, aber so das System ein bisschen ändert, denn es sollte ja eigentlich ältere Menschen geben, ihre Freundlichkeit in ihrer Zeit für Kids. Aber naja, die Süßigkeiten bleiben, der Gedanke bleibt und ich hoffe, dass auch die Dagashiya in Japan erhalten bleiben. 準備はいいですか？ Natürlich gibt es um einige mehr Dinge, die ich vermissen würde, wenn ich Japan verlassen würde. Aber glücklicherweise habe ich das erstmal nicht vor. Dementsprechend muss ich diese Dinge erstmal glücklicherweise nicht vermissen. Nun, euch ist vielleicht irgendwas eingefallen, wo ihr sagt, oh, das würde ich in Japan vermissen oder ich war mal da und ich vermisse das oder ich war noch nie da, aber ich würde das vermissen. Lasst mich wissen, was das ist. Lasst es in unseren Kommentaren zu sehen sein und ich freue mich drauf, die zu lesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst bitte nicht, uns ein Like, ein Ine zu geben. Oder das ein Find ich gut oder mag ich. Ich weiß gar nicht, was das auf Twitch ist. Und ich hoffe, ihr subscribt, wenn ihr es noch nicht habt. Und ich sehe euch bald für ein anderes Video auf Ash Japanese. Mein Name ist Katikat und es war schön, euch hier zu haben. Tschüss!